ganze Landschaft war taghell erleuchtet über Kilometer. Wir sind vielleicht noch 30 Kilometer im Dunkeln gefahren, dann haben wir ein Hotel gebraucht. Und vorm Hotel sind dann die schweren, wie heißen die, Radpanzer vorbeigefahren. Nachts sind die Hubschrauber über uns weggedonnert. Und ja, eine abenteuerliche Gegend hier. Da unten ist jetzt die Grenze im Fluss. Auf der anderen Seite ist der Irak. Wir sind in Südostanatolien in Sichtweite der iranischen und der irakischen Grenze und es ist unbeschreiblich, was hier landschaftlich abgeht. Das hier, was wir heute gefahren sind, die D400, müsste eigentlich zu den Traumstraßen der Erde gezählt werden, irgendwie als Südostanatolika oder sowas. Es ist 200 Kilometer, ein landschaftliches Highlight nach dem anderen. Canyons, Schluchten, Pässe aus über 2000 Meter. Es geht wieder runter, es geht nach links, es geht nach rechts und wieder hoch. Unglaublich. Es ist schöner als Zentralasien. So ein bisschen wie in Tibet. Und Oder in den Anden. Ja. Unglaublich. Was für ein Tag. Unser heutiger Stellplatz ist im Sanddornparadies. Alles voll. Das gibt ein super Frühstück. Meine Frau hatte eine unruhige Nacht. Ich habe geschlafen wie ein Bär. Die ganze Nacht sind Drohnen über uns rüber geflogen. So ein richtig schönes Raster abgeflogen. Die ganze Nacht rum, rum, rum und der Jan schläft wie so ein Bär. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Vannes und treffen einen Franzosen, einen Österreicher und einen Belgier. Und den Belgier kennen wir schon aus Armenien von vor 2 Jahren. Die anderen kennen wir noch nicht. Der Hans und die Moped-Gang, da sitzen sie. Da steht der Rest der Mopeds. Wir fahren jetzt Katzen gucken. Es gibt eben eine ganz spezielle Art hier. Die ist zum Aussterben bedroht und soll super süß sein mit unterschiedlichen Augenfarben. Die heißt Türkisch Van und die kann schwimmen. Genau. Und hat wasserabweisendes Fell. Also hochmoderne Katze. Das Besondere an den Wannkatzen ist auch, dass die 2 verschiedene Augenfarben haben. Türkis und grün. Nach 2 schönen Tagen fahren Michelle und Cecile jetzt weiter. Und der Wind bleibt uns noch erhalten. So ein echter Offroader, der wird natürlich auch ziemlich dreckig. Jetzt sind wir in der Stadt und der Hans wird stadtfein gemacht. Der Jan bricht sich, glaube ich, gleich die Finger ab bei dem Versuch, unsere Glühbirne für den Scheinwerfer zu wechseln. Wir sind nämlich einäugig. Vor uns liegt der Wannsee. Der sieht zwar einladend aus, zum Baden ist aber einer der größten Sodaseen der Erde.
gemütliches Homeoffice, gell? Ja, die Welt geht draußen gerade unter. Wir sind ganz nah an der iranischen Grenze und da waren wir eben einkaufen. Und zwar haben wir jeweils ein halbes Kilo Baklava gekauft und eine Dose türkischen Kaffee. Und damit fahren wir morgen an die iranische Grenze und versuchen, einen LKW-Fahrer zu finden, der diese ganzen Geschenke mit rübernimmt in den Iran und per Expressbus an unsere Freunde verschickt. Und der LKW-Fahrer selber kriegt auch Leckereien. Noch 10 Kilometer. Mal schauen, was uns erwartet. Wir haben einen gefunden. Da reisen 2 Kilo Baklava für uns mit in den Iran. Mit Blick auf den Ararat, der sich heute versteckt. Wir sind in Dokubayazid und da isst man Köfte als Riesenklöße ausgeschnitten. Hier gibt es auch Bohneneintopf und tolles Brot. Wir sind in der Fußgängerzone von Dokubayazid und da ist eine mobile Impfstation. Da kann man sich einfach gegen Corona impfen lassen. Und da unten ist der Palast. Frühstück in der Osttürkei. Fast mit Blick auf die iranische Grenze. Und fast mit Blick auf den Ararat. Da hinten ist er. Ja, aber was wir nur haben, ist der Ishak Pasha Palace da vorne. Da kommt der Guten Morgen-Besuch vom Schlafzimmerfenster. Mein Plan war, lass uns von der großen gelben Straße runterfahren auf so eine kleine weiße. Da gibt es vielleicht keine Tunnel und wir sehen was von der Landschaft. So ein bisschen sieht es aus wie bei uns in Bulgarien hier. Wir sind in Rize am Schwarzen Meer in einem ganz tollen Restaurant. Mit alten Möbeln, Teppiche.
Heute Abend durften wir nicht selber bestellen, weil die Küche wusste, was wir wollen. Wir mussten mit in die Küche, Töpfe gucken und dann haben wir doch gekriegt, was sie für uns am besten halten, nämlich von allem etwas. Keine Chance. Wir sind in Rize und das ist die türkische Teehauptstadt. Connected.